Das neue 2021er Rotwild RE 750 und wie mit allen Neonfarben haben wir zumindest das Problem, dass die im Video immer so ein bisschen rüberkommen, als wäre es rot. Aber es ist wirklich leuchtend Neon. Wir sind bei Kai Gimler. Grüß dich, Kai. Hi Sven, grüß dich. Ja, das ist das Rotwild im Moment im E-Bike-Bereich mit dem größten und längsten Federweg. Sozusagen, genau. Wir sind also hier in der RE-Serie. Ne? Das E steht in dem Fall hier für Enduro. Da haben wir Federwege von 160 mm vorne und hinten, beziehungsweise vorne 160, hinten sind es 156 oder sowas. Dann haben wir hier auch die neue Fox 38 drauf. Also bei Fox ist ja so, diese Bezeichnung beschreibt ja immer den Durchmesser der Standrohre. Ach so. Genau. Das heißt, eine 32er hat hier einen 32er Durchmesser, eine 36, das ist jetzt die neue 38er. Die hat dann hier nochmal dickere Rohre, was einfach nochmal zu einem besseren Gewichts-Steifigkeitsverhältnis führt. Es geht also um Verdrehsteifigkeit und solche Geschichten. Und natürlich, je steifer so eine Gabel ist, umso weniger verkantet die auch beim Einfedern und bringt dadurch nochmal eine bessere Performance. So, ich zeig mal kurz den Dämpfer. Der hat auch das Piggyback drauf. Richtig, ne? Also ein sogenannter Auslassbehälter. Du siehst hier die Einstelloptionen für Zug- und Druckstufe in Low- und High-Speed einzustellen. Also hier haben wir schon ein echtes Profi-Gerät drin. Da muss man ja schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Wir können für unsere Kunden natürlich hier immer ein gewisses Standard-Setup machen. Aber wenn du diese Verstelloption wirklich zu 100% ausnutzen willst, musst du natürlich das Feintuning für dich selber irgendwo eruieren. Ohne Werkzeug geht das? Nee, in dem Fall nicht. Du brauchst also einen Inbusschlüssel hier in dem Fall. Also ich kann das nicht versehentlich verstellen, einfach so? Nee, das ist ausgeschlossen. Ne? Also hier musst du wirklich mit Werkzeug dran gehen. Je professioneller diese Fahrwerke sind, umso eher geht man davon aus, dass man da noch ein entsprechendes Werkzeug dabei hat. Ja, wichtig ist auch mal ein Gewichtsunterschied. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Rucksack gepackt hat mit 7, 8 Kilo voll, kann sich schon enorm darauf auswirken, wie sich das Fahrwerk verhält, wenn es eingestellt ist. Absolut. Also auch gerade wenn du ein bisschen Gewichtsschwankung hast, also ich sage immer, so 5 Kilo rum sind dann schon fahrwerksrelevant. Also bei 5 Kilo plus oder minus sollte man das Fahrwerk nachregulieren. Das ist enorm. Also du hast mein Fahrwerk ja mal eingestellt bei meinem Fahrrad. Ja. Danach habe ich gedacht, ich dachte mal vorher, das Fahrwerk wäre kaputt. Ja, wird oft von den Kunden völlig unterschätzt. Ich meine, guck mal, du gibst jetzt hier ein Heidengeld für ein Fahrrad aus, wo für mehrere tausend Euro Fahrwerk verbaut ist. Und stellst es da nicht ein. Also das ist, als hättest du zu Hause eine Heizung und programmierst sie nicht und machst es nicht an oder so. Also, das ist wirklich so. Also es ist enorm der Unterschied, wenn es eingestellt ist. Ja, hier vorne haben wir eine XT. Schaltwerk, ja. Also muss sehen, wir sind jetzt hier bei dem Core-Modell, das ist sozusagen das Einstiegsmodell. Und da haben wir jetzt etwas günstigere Komponenten an der Schaltung und an der Bremse verbaut, wie jetzt bei den Pro oder sogar bei den Ultimate-Modellen. Die Rahmen sind soweit gleich, außer bei den Ultimate haben wir nochmal die High Modulus Carbonfaser, das heißt, da sind nochmal teurere Carbonfasern verbaut, aber Pro und Core unterscheiden sich die Rahmen eigentlich nicht. So, das Besondere ist auch hier die Sattelstütze, ist das die gleiche wie in den beiden anderen? Das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen der Unterschied. Du hast ab dem Pro hast du diese 8-Pin-Sattelstütze, die vollständig integriert ist. Hier haben wir noch eine Standard-Sattelstütze, also natürlich auch absenkbar, klar, aber eben noch mit einem eigenen Sattelstützgehäuse. Ist also nicht die 8-Pins wie bei den höherwertigen Modellen. Eine Crank Brothers auch nicht das Schlechteste, habe ich gehört. Waren da sogar ein bisschen die Pioniere, ne? So, hier vorne sieht man es, der Brose-Motor, 90 Newtonmeter. 90 Newtonmeter. Der macht Spaß? Absolut mega Teil. Also ich meine, der wird ja auch nur, es sind ja eigentlich nur 3 Marken, die ihn verbauen. Das sind jeweils wirklich immer die absoluten High-End-Modelle. Und das ist echt standesgemäß, was der Motor leistet. Das Ganze hat in Kombination mit dem 750 Wattstunden großen Akku, den es dann mit einem zusätzlichen Schnellladegerät kannst du in den 2 Stunden komplett vollballern. So, das sagen wir mal kurz, wenn du es mal runternimmst, wie der integriert ist, denn der ist riesig, der Akku. Du hast schon Feedback bekommen, 3 Fahrräder sind weg in den letzten 1, 2 Wochen. Ja. Und die Leute haben auch mal 100 Kilometer aus Spaß gepackt. War jetzt noch keiner zur Erstinspektion da, aber wir hatten die Räder ja selbst als Testräder da. Und mit diesen 100 Kilometern meine ich jetzt wirklich hier realistische Reichweite. Also die sind wirklich zu schaffen im Trail, mit Berg rauf, Berg runter. Das macht einfach der große Akku aus. Ne? So, mach mal hoch. Da siehst du einfach, wie gut das Rad konstruiert ist, dass man trotz dem großen Akku immer noch ein Gewicht von nur 23,4 Kilo runterkommt. 23,4. Ohne dass jetzt noch irgendwas gemacht wurde. Und es ist noch nicht das Topmodell. Wenn du es mal kurz hochhebst. Das hast du lieb. Da ist es. Hier sieht man die Integration des Motors und ich wollte mal so ein kleines Detail zeigen.
wie man den Akku leicht entnehmen kann. Die Variante gibt es auch mit Schloss. Die hier ist jetzt ohne. Ich versuche das jetzt mal gerade. Also du tust einfach hier entriegeln, ziehst das raus. Jetzt kannst du so den Akku entnehmen. Mit einer Hand gerade, muss man sagen, denn der Kai hält mit der anderen Hand das Fahrrad fest. Ja. Das geht. Und hier vorne siehst du auch, wie schön das gemacht ist hier drin. Genau. Das heißt, perfekt. Auch das ist einfach alles aufwendig, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen, die beste Lösung gesucht und umgesetzt. So. Sehr schön. Das erklärt auch ein bisschen, wir haben keine riesen Stückzahlen hier in dem Produkt. Das heißt, Brose-Motor mit drin, Carbon, soweit das Auge reicht. Das geht noch mehr, muss man sagen. Ja. Aber wir reden hier von 6.999 €. Das ist, denke ich mir, bei Rotwild und diesem Fahrrad durchaus nachvollziehbar, oder? Ja, also du kannst halt noch mehr Carbon, geht dann halt bei den Ultimate-Modellen. Die unterscheiden sich dann dadurch, dass du halt nochmal diese höherwertige Carbonfaser hast im Rahmenbau, hast dann noch den Carbon-Laufradsatz drin, dann sind auch Angebauteile wie Lenker und so weiter, dann auch alles in Carbon. Die kommen jetzt Ende November rein, die Ultimates. Ja, kommen wir mal auf das Steuerelement. Hier oben allein schon diese Optik da, so ein bisschen schlangenkopfartig wie eine Cobra. Also du meinst jetzt hier genau. Ja. Also das ist so ein bisschen, ne, wenn du von der Seite guckst, hast du hier ein ganz schmales Profil und dann von oben halt wirklich hier auf volle Wucht, guck mal, das ist ja fast eine Handbreite. Gab jetzt auch schon Kunden, die fanden das jetzt nicht so doll, aber ich finde es geil. Ja? Ich weiß, was man dort drüber meckern kann. Ich finde es cool. Das ist ja das, was du die ganze Zeit siehst. Also ja, aber du guckst ja nicht dahin. Ja, Rose, da vorne ist das Display, ganz zurückhaltend. Es gibt, also jetzt zur Zeit ist das Eco, dann hast du Eco, Tour, Sport und Boost. Genau. Und Boost macht richtig Spaß. Also ich meine, was heißt richtig Spaß? Die ist das so am muss Anfang? Ja schon, also du kannst nicht in jeder Situation auf Boost fahren. Du musst ja mal gucken, dass du die Traktion im Hinterrad erhältst. Ja? Aber klar, Boost hast du halt einfach den vollen Jetzt mal, wenn du das Ding neu hast, das ist wie beim Sportwagen, da probierst du auch erstmal aus, was geht da so. Richtig. Fahr mal mit, das mal kurz sehen. Das ist jetzt was für eine Rahmengröße? Ich glaube, das hier ist jetzt ein S, jawohl. Ein das S. ist natürlich ein bisschen zu klein. Bisschen zu klein, wird aber gehen, noch, zur Not. Ja, also S wird schon eng, ja. Ja, man sieht auch schon, du stößt fast mit dem Bein. Genau. Also, weil das ist immer die Sache. S-Größe wäre für Menschenbiss? Ja, ich würde mal sagen, so maximal 1,70 rum. Ne? Also ich bin jetzt 1,76, also eher so knapp unter 1,70 bist du hier richtig. Klar, wenn Papa zahlt. Darf man als 9-Jähriger so ein Fahrrad fahren? Ist ein Fahrrad. Ja klar, ja. Okay, das heißt also, wenn man das jetzt bekäme, der Papa kriegt jetzt auch einen Brose mit Rotwild. Das heißt, der Sohn könnte es fahren. Es könnte aber auch eine Frau fahren, die zum Beispiel so 1,65 m ist. Soll ja auch vorkommen. Das sind halt einmal, dafür ist die Rahmengröße S dann gedacht, genau. So, wir gehen mal kurz rein. Dann zeigen wir nämlich mal alle Modelle, die wir haben. Denn das ist jetzt mal S. Wir hatten, glaube ich, ein M noch dabei und ein L. Und jetzt noch ganz kurz die Öffnungszeiten. Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr. Das hier ist ein bezahlter Content vom Kai. Wir arbeiten schon seit Jahren zusammen und wir machen diese Produktvideos. So sieht es aus. Also das ist das RE 750. Hier kann man es schön sehen in diesem, ich sag mal, tollen Neonrot. Dann haben wir hier das RX 750. Genau. Das Rot unterscheidet sich schon von dem anderen im direkten Vergleich. Ne? Es ist ein bisschen dunkler. Und dann haben wir, was ich persönlich richtig geil finde, nochmal dieses, ist das ein gräulich-weiß oder ist das rein weiß? Rein weiß, glaube ich, oder? Ja, schon. Finde ich persönlich auch richtig geil. Toll, oder? Ja, absolut. Und das ist das praktisch so das Fahrrad für alle Zwecke? Genau, das ist das RC mit dem geringsten Federweg und 29er vorne und hinten. Dann kommt sozusagen in der Folge das RX mit 150 mm Federweg vorne und hinten als All-Mountain. Und dann die Enduro-Variante ist dann das RE. Und da haben wir dann 160 mm, also sozusagen das Enduro. Preis vom RE nochmal 7.000? Kommt also immer auf die Ausstattungsvariante an. Es gibt also Core, Pro und Ultimate. Und ich sage jetzt mal grob gesagt, bist du bei 7, 8.500 und 11.500 Euro. Jetzt sieht man auch schön das Display. Hier vorne habe ich dann nochmal Up- und Down-Tasten. Ihr habt es ausprobiert, man kann es gut bedienen, das Display? Jo, absolut. Also gar völlig unkritisch. Passt. Aufladen geht schnell? Also es ist serienmäßig ein 4,5 Ampere Ladegerät dabei. Und es gibt dann gegen Aufpreis noch ein 10 Ampere, noch bis in 2 Stunden hast du diesen riesen Akku vollgeladen. Ja, das 10 Ampere, das macht dem auch nichts, oder? Wenn es stärker geladen wird? Also die Batteriezellen sind speziell darauf ausgelegt. Ja, Kai Gimmler aus
Buß. Ja, du bist neu hier. Hier sind wir mitten am Laden drin. Wir drehen heute am Donnerstag. Es wird jetzt ruhiger, aber sowas wie dieses Jahr hast du noch nie erlebt. Nee, und man muss auch sagen, ich meine, klar, der große Schwung ist gerade wieder weg, aber wir kommen schon wieder den nächsten. Für die Jahreszeit haben wir also immer noch die Bude ziemlich voll, ja. Ja, normalerweise ist es nämlich jetzt tote Hose und wir haben auch schon sehr lange keine Videos mehr gedreht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du nicht wolltest, sondern auch du musst jetzt selber anpacken, jeden Tag. Einmal das und es war zum Teil auch ein bisschen so, dass wie bei allen Fahrradhändlern auch einfach die Ware nicht mehr so verfügbar war. Das heißt, wir hatten eigentlich nichts Neues zum Drehen. Jetzt muss ich sagen, wir bekommen ab übernächster Woche kriegen wir nochmal richtig Ware rein. Wir waren zum Glück auch früh dran mit Nachbestellen und können unsere Kunden also bedienen. Ja, du hast Ghost, du hast Highbike, du hast wirklich die wichtigsten Marken jetzt hier. Du hast Centurion Merida, Centurion. Und Rotwild dann jetzt neu dazu. Ne? Genau, du hast alle Motoren mittlerweile, Yamaha, Bosch. Also sagen wir, alle für mich etablierten Systeme, wo ich auch weiß, dass sie zuverlässig funktionieren. Das ist Yamaha, Shimano, Bosch und der Prose. Ja. Kai Gimmler Bikes aus Buß im Saarland, BOUS. Genau. Die Öffnungszeiten, wir haben es letztes Mal schon mal drauf angesprochen, montags ist geschlossen, ansonsten durchgehend von 10 bis 18. 10 bis 18 Uhr, dienstags bis samstags, genau. Ja. Vielen Dank, Kai. Gerne. Und bis zum nächsten Mal, wenn Sie mal Lust haben, das auch mal Probe zu fahren. Ihr kriegt demnächst Testräder. Man kann eine kleine Tour sowieso mal hier machen. Richtig. Aber du hattest jetzt 2 Testräder über fast ein Vierteljahr. Ja, 4 Stück hatten wir sogar von Rotwild. Die hatten wir die ganze Zeit hier stehen, hatten aber dann gerade in der Corona-Hochphase selber kaum Zeit damit zu fahren. Also ich habe es genau 2-mal geschafft. Muss aber sagen, ich war echt begeistert und krieg halt auch jetzt selbst eins. Ja, vielen Dank, Kai Gimmler.